Moin, meine Kampfkumpelzwerge und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes. Es gibt nur eine Wahrheit und ich finde sie eigentlich gerade nicht, weil wir haben immer noch 3 Tatverdächtigte. Könnt ihr mal aufhören? Die schreien gerade so sehr dermaßen in mein Ohr. Und nun ja, ich bin mir immer noch unsicher, ob wir den richtigen Angeklagten haben. Ich habe ja mich für den Santos Pinchetti entschieden, aber der scheint mir doch unschuldiger zu sein, als ich dachte. Und Matista es könnten alle 3 sein, aber alle 3 wirken auch so dermaßen unschuldig. Santos Pinchetti killed Fabio. The evidence is clear. Is that Was? so? Huh. A man like him has actually grown a pair. He intended to set up his uncle for the inheritance. The old man had humiliated him for years in every possible way. Oh, what a bunch of degenerates. Well, as for Mr. Pinchetti, the evidence tells us that he was wronged and pushed to commit a crime to be rid of his uncle. I suggest that you help in easing his sentence. That's a sad story, all right. But at least it's good enough for my promotion. As for my part, not everything was in place. Perhaps some documents were transferred somewhere else, but I couldn't find a trace of them. Then I remembered. The discarded document drawers where we put the lost papers or the badly labelled ones. Including the crime scene report of Violet Holmes's case. Everything I've found is on the desk here. Take it. Your persistence has saved me. Yeah, well, we had a deal after all. Your friend is free then. You can leave. Good luck, Constable. Nein! Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte noch gucken. Ich wollte eigentlich kurz mit denen reden. Mehr wollte ich nicht. Jetzt habe ich vielleicht einen Unschuldigen hinter Gittern gebracht. Nein. Warte, ich wollte eigentlich die Alte verknacken. Okay, scheiß drauf. Ups. Wir haben den Tatverdächtigen gefunden. Er war's und niemand anderes. Scheiße. Scheiße. Ja gut, als die Beamten eintrafen, fanden sie die Verstorbene, die als Mrs. Violet Holmes identifiziert wurde, tot im Garten des Anwesens Stonewood Manor vor. Eine Erstuntersuchung der Leiche ergab, dass sie völlig durchnässt war und einen tiefen, vertikalen Einschnitt im Halsbereich von 2 Zoll Länge aufwies. Ihr Gesicht war aufgedunsen und mit roten Flecken übersät, vermutete Todesursache Sauerstoff. Oh, wartet mal, ich muss gelegentlich auch atmen dadurch. Unterversorgung. Eine Bestätigung durch den Gerichtsmediziner steht allerdings noch aus. Der Hauptverdächtige Dr. Otto Richter wurde am Tatort festgenommen. Die Leiche wurde für eine Autopsie abtransportiert. Ja, moin. Garden. There's a garden behind our manor. How could I forget? That's where it all happened, where it all went wrong. Sherry, it looks like you've almost found what you wanted. Na dann, ab nach Hause mit uns. Verdammt, Leute, ich wollte eigentlich noch gucken. Ich wollte nur mal kurz mit denen quatschen und... Oh Gott, ich bin so doof, wenn man mehrere Tage das Spiel nicht gespielt hat. Der hat auch so unschuldig geklungen, als ich ihn verdächtigt habe. Ich wollte das eigentlich mit allen 3 noch machen. Oder mit den anderen beiden noch. Oh, you did it, Sherlock. The case is closed and all rewards belong to the winner. Bravo. It is merely the triumph of the truth. Is it? No compromises? No lies?
You're happy with your decisions? Es ist, wie es ist. Whatever the truth, it had to be revealed. The victim deserved it. Well, you seem confident in the value of your actions. I guess since I'm free, you were heard after all. By the way, did you get that precious information about your mother? Oh, not that you must. Yes, I did. Forgive my intrusion in such a personal matter. I simply worry I'm failing to be of much help to you. Actually, you were. For some reason, all the archives on the case had disappeared. This was a rare opportunity to obtain the impossible. Outrageous. Perhaps someone found the truth unpleasant. Society usually rejects those who speak with too much honesty, doesn't it? A comfortable lie is often preferred to an uncomfortable truth. Still, I believe that the latter should prevail, and I cannot remain silent. That's quixotism at its best. Your mere truth cannot defeat institutions, systems, and power. Etiquette, religion, marriage, they're all lies told to preserve connections, love, and sanity, and it's all corruptible. Lies destroy human dignity. How could you make a free decision without any knowledge of the truth? Are we really free to decide anything in this world, Sherlock? Ersparen Sie mir Ihren Vortrag. I get enough obnoxious pontification from my brother, so please, spare me your lecture. Forgive my love for moral philosophy. I know I tend to ramble. You're a walking contradiction, Sherlock. You refuse to lie to others, but constantly lie to yourself. How long until the train comes off the track? I cannot look away, but perhaps I should take a few steps back. You're an accident waiting to happen, dear. Until then, I shall bid you. Vielleicht hätte ich das doch machen müssen. Vielleicht hätte ich da irgendeine Information von denen herausfinden können. Ich habe aber gerade echt keine Lust auf den Vortrag. Ups. Oh, Leute, ich wollte das eigentlich nicht. Der kam mir doch ein bisschen unschuldig vor. Aber nur ein bisschen. Hallo? Ah, jetzt macht das. Gut, dann wollen wir einmal... Meine Mutter ist ertrunken. Ihre Halsverletzung könnte eine letzte... Der Schnitt an Mutters Hals war ein versuchter Luftröhrenschnitt. Bei Ertrinken wäre dies jedoch... ich habe noch nichts ausgesucht eigentlich. Von 2 Zoll, das ist ja eigentlich ein ganz, ganz kleiner Schnitt, ne? Könnte versuchter Luftröhrenschnitt gewesen sein. Würde ich vermuten. Als sie das nämlich gesagt haben, hätte ich das auch in die Richtung vermutet. Ja, wir schauen noch mal. Wir werden noch mal schauen. Wo wohne ich noch mal? Ach, hier. Wo wohne ich noch mal? Ich hab's vergessen. Oh, den Kandidaten habe ich hier auch total vergessen schon. Müssten wir eigentlich auch mal lösen, ne? Was wolltest du eigentlich? Ich will aber das mit Mama jetzt herausfinden. Mama! Mycroft's umbrella, the only outgoing thing in his wardrobe. Umbrella.
Also, ich vermute, der Garten dürfte eigentlich hinten sein, oder? Sherry, please listen to me. Sherry, John, I always listen to you. you don't have to do this. You don't have to go through. I don't know what is beyond this door, but I can feel it. Buzzing, angry, like a fly at the window. I know. I can sense it too. You locked away this memory for a reason. There is only pain here. Pain. And truth. You do not need to suffer either. There is so much more we can do on Cordona, so many others we can help. There is no coming back from this. Bedeutet das vielleicht, dass wir am Ende sind? Deswegen sagt er wahrscheinlich, ey, du kannst ja auch noch anderen helfen. Deswegen geh mal woanders hin. Und ich überlege gerade, ob der eine unsere Hilfe braucht. Aber ich will es auch irgendwie wissen. Helfen oder nicht helfen? I find myself awash in uncertainty. Perhaps now is not the time, with so much left to do. Thank you, Sherlock. Thank you. Some doors can remain closed. Cordona still calls for us, yes. And we will answer. But know this, John. One way or another, we will find ourselves back in front of this door, unable to avoid the truth any longer. Ich glaube, wenn wir da durchgehen, ist es dann Ende. Weil wir dann den Tod unserer Mutter dann sehen. Deswegen würde ich einen gerne noch vorher machen. Den Typ, der da vorne steht, den möchte ich gerne von meinem Grundstück loswerden. Nervt ein bisschen, der kann ruhig weg. So, was war denn dein Fall, Kumpel? Mycrofts Anliegen. Die Terrasse des Kai, das sich am westlichen Ende der Brücke befindet, würde sich gut als Aussicht Scaladio Primus oder sowas. Wahrscheinlich spreche ich das gerade vollkommen falsch aus, aber naja. Die Altstadt. Die Brückenstraße. Würde ich ja so ein bisschen. Das Café. Ins Galadio. Mhm. Brückenturm. Er soll seinen Erpresser. Der Brückenturm. Ich weiß, dass ein Turm hier ist. Der hier. Gibt's hier nichts Näheres? Ich gehe mal kurz hier hin. Ich hätte vielleicht das auch markieren sollen, ich Trottel. Einmal kurz markieren. Auf allen Vieren.
Guests of Cordona, the treasures await you. Collect them all. So, na denn. Achtung, schneller Mann unterwegs. Huch. Here, grab a seat. You even brought a book, huh? Yes. May I have... Same as always. You just don't give up, do you? Oh, come on, let's get closer. Can't see anything from here. No, too early. So we're just going to sit here all day? Patience, John. I have a feeling this is more than simple blackmail. We'll be close when the blackmailer leaves, and then... Go! Was? Oh. Na, sowas aber auch. Wer ist denn da geplumpst? Oh, not a pretty sight, this. Der wurde doch verprügelt vorher. Head trauma, fatal. Gravity is cruel like that. My goodness. Who's it? He was stabbed several times before he fell. The shape of the wounds suggest a curved blade. What's happened? A key, and where there's a key, there's a lock. Raum 4. Oh. Oh. Au. It's almost like he's dancing. Dancing the dance macabre. Jungs, das ist echt nicht witzig, ne? Ah, sein eigenes Messer. The knife is missing. What's happened? A rather frivolous accessory for a military man. Shame it's all bloody now. No signs of life, no pulse. I'm declaring Corporal Ridley dead. A, B, C. Muss ich ein Foto machen? Foto gemacht. Who's it? Please move along. The police are on their way. Everything's under control. Is it now? The General's own son has fallen out of the tower, and not without help, it seems. I need to inspect the scene, and quickly. The corporal? He ordered me not to let anyone inside without telling him. But now... Wait, are you saying it's a murder? Doesn't prove it's a murder. I see no connection. A brief examination of the body was enough for me to conclude that he was murdered by a blade of Ottoman origin. You can't possibly be so certain. Oh, I can be. The corporal suffered deep stab wounds which were inflicted with great force. They were made by a knife meant for cutting, not stabbing. A curved blade, such as an Ottoman jambir or a Gurkha kukri. I haven't seen any Gurkhas on the island, so the conclusion is quite obvious. Amazing. You do seem more than competent. All right, go in. I'll wait here for the police. Also Leute, merkt euch das. Wenn ihr schlau genug seid und jemanden vollquatscht mit irgendwas, dürft ihr auf den Tatort drauf. Did you see anything suspicious? No, sir, nothing. Corporal Ridley had to attend to some private matters upstairs. No one went in, no one came out. Oh, but that means the killer is still inside. Are you sure you want to go in alone? I'm not alone. I have my friend with me. Your friend? You mean your gun? There's no one at... Never mind, I'll be fine. Ich hab einen besten Freund. The killer's gone, vanished into thin air.
This blade is a naval officer's dirk, sharp and well cared for. The edge is covered with blood, but the tip is clean. Deswegen, eigentlich müsste sie ja komplett in Blut getaucht sein. Vor kurzem zertrümmert. Ich weiß über Ihre neueste Affäre Bescheid. Ich erwarte Sie oben im Brückenturm der Altstadt. Kommen Sie allein und bringen Sie 100 Mangir mit, wenn Sie nicht möchten, dass die falschen Leute von der Sache erfahren. Da. Was? Und das scheint... Exactly 100 mangiers. The killer didn't touch them. This cigarette is still smouldering. Can you smell the body odor, John? Someone's been hiding in here. Someone sweaty. Unless it's a laundry chest. But then it's a different mystery altogether. The case of the vanishing sweaty pantaloons. There's a nice view from here, don't you think? Er wollte sich verteidigen, ne? So würde ich das mal behaupten. Erstmal auf den Boden legen. Na klar, DNA hinterlassen. So, hier war auf jeden Fall einer drin. So. Hier gab es ein Gerangel. Weil er sich verteidigt hat. Yep. So würde ich es als den Tatvorhergang sehen. Ridley was attacked by his blackmailer, but before being pushed out the window, Ridley managed to wound him. The killer must still be bleeding. Gut, dann suchen wir einen osmanischen Mann. Da unten rennt einer. Oh, das sind Kinder. Sie sind das Verdächtige. Gut, das haben wir gesehen. Der Mörder muss noch bluten. Und ich glaube, wir sind hier soweit fertig. Hast du noch was zu sagen? Imagine if we'd been able to get up here 10 years ago. Oh, it would have been the perfect base. So what happened? Was there anyone upstairs? No, the killer escaped. We're dealing with a carefully planned assassination. What can you tell me about the deceased? We were from the same unit, stationed together at the barracks by the bridge, but I can't say I knew him well. Maybe someone at the barracks could tell you more. In der Do you know if the Kaserne? corporal had any enemies? Someone who would want him dead? No, none that I know of. But then again, there's always the Ottomans. They'd want all of us soldiers dead, I reckon. Informationen. Vielleicht ist der Mörder nach unten gesprungen. Das könnte sein, weil das der einzige Weg ist. Was zum Henker, steh auf! I'm on guard, Sherry, so don't worry. Der hat genau meine Dinger. So, wir müssten jetzt eigentlich in die Altstadt
reingehen. Ich vermute, dass er vielleicht... Aber, naja, gut, das sind Schnitte. Trotzdem, Schnitte sind auch nicht besonders gut, wenn man damit schwimmt. Guck mal, der hat da oben Spaß. Einfach mal gegen die Leiter kicken. The barracks are off limits to civilians. Moment. Ist nicht das, was ich brauche, ne? Gut, wir diskutieren weiter. Ich werde mich mal umziehen gehen. Don't miss out on my unique Wenn man vom clothes. Teufel spricht. Let's pick something that suits you. Wenn man vom Teufel spricht. Ah. Matrose. Nicht kaufen. Ausleihen. Warum geht das nicht? Habe ich es gekauft? Don't leave. Take one more look. Ich muss es echt Pick kaufen? something that suits you. Ich muss es kaufen. A good choice. A good choice indeed. Nice affordable. Let's pick something that suits you. Backenkollege. Bist du ja soweit Take one more dann. look. Hallo. Mag Katzen. May I ask you something? I'd help you if I could, but I know nothing. Na klar würdest du das. Einmal mit freundlichen Leuten. So, dann dürften wir eigentlich hier You're not reinkommen. here to relieve me from duty, are you? Oh well. Ein Jammer, dass ich jetzt hier ein Folgenpäuschen machen muss, ihr Lieben. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.